Wenn ich da jetzt reinfalle, ist mein Angeltag im Arsch. Wir sind nach Irland geflogen und haben 48 Stunden Zeit, 1 Meter Hecht vom Ufer zu fangen. Challenge accepted, ihr blöden Hechte. Zeig, was du kannst. Wir nutzen Google Maps. Guck mal, wie krass das hier eigentlich nach Hecht aussieht, oder? Sieht schon geil aus hier. Wir gucken uns kleine Flüsse an. Bei so einem Trip gehört halt auch immer echt viel Glück dazu. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl hier. Oh, Fisch! Markus hat sich gerade die Route geschnappt. Oh, ist das eine Maschine. First cast. You work here. So, wir wurden jetzt ins Pub entführt. Cheers, boys, let's go! Seid dabei. Viel Spaß mit der Folge. Let's go! Wir haben hier uns als erstes auf Google Maps einen kleinen Fluss ausgesucht und müssen hier so Backwater-Taschen suchen, wo die Strömung nicht durchpfeift. Da stellen sich die Hechte rein, denke ich. Ich habe die erste da hinten gesehen. Lass uns mal hier rüber gehen und danach in die Richtung gehen, würde ich sagen. Hört sich nach einem Plan an. Ich fange mit dem Tron an und du? Ich mit dem Ghost 100 in P08. P08. Oh, no trespassing, also in die Richtung gehen wir schon mal nicht. Guter Plan, dann gehen wir in die andere Richtung. Respect the locals, no trespassing, machen wir natürlich. Jetzt dürfen wir aber erstmal klettern. Kletter. Oh. Die erste Challenge ist erstmal Spots zu finden. Man sieht schon, da hinten wirbelt das Wasser gut. Da ist kein Druck drauf, da steht mit Sicherheit ein Hecht. Aber hier, no chance, den zu landen, deswegen werfen wir da auch nicht hin. Das wird vielleicht die Schwierigkeit. So, da sieht es aus, als ob der erste Spot da wäre. Ja, das sieht doch ganz geil aus. Hier müssen wir aber erstmal ruhig sein, weil kann ja schon hier vorne was stehen, weißt du? Ja, sieht ganz geil Und da drüben auch. Erster Spot war schon mal nix. Dustin ist schon wieder weitergerannt. Nichts wie hinterher. Oh, hoffentlich kommen wir da rüber. Also es ist tiefer als meine Route lang ist. Glaubst du, wir können da rüber balancieren? Ich glaube, dafür ist es gedacht gewesen. Willst du das jetzt machen? Wenn ich da jetzt reinfalle, ist mein Angeltag im Arsch. Oh. Ja, ich glaube, das ist stabiler, als man denkt. Das ist halt so wackelig. Machst du gut, Markus. Jetzt kommt der lange. Die erste Hürde ist bewältigt. Hoffentlich lohnt sich's und wir fangen hier einen geilen Hecht. Sieht auf jeden Fall schon geil aus. Ich hoffe, wir haben unser Ziel mit dem Meterhecht nicht ein bisschen zu hoch gesteckt. Und das Beste ist, wir haben 2 Tage Zeit und unser erster Angeltag beginnt in First Cast TV. Klassischer Manier um 15:30 Uhr. Mittlerweile haben wir, glaube ich, schon 16 Uhr. Fahren nach Irland, haben sie gesagt. Ja, das Gewässer, das wir uns hier rausgesucht haben, glaube ich, wie es aussieht, hat große Fische. Aber ist nicht so, dass man hierher kommt und sich mit Stückzahlen besackt. Aber das wollen wir auch nicht. Unser Ziel ist 1 Meter Hecht vom Ufer in 2 Tagen. Mach mal hier bitte einen Wurf und lassen absinken. Zu dem Baum? Zu dem Baum, also zu dem letzten. Und dann so 10 Meter davor und gucken, wie tief es ist. Oh, Biss. Sag ich doch. Einmal auf Papa hören. Fuck. Jetzt hatte ich meinen ersten Biss. Ja, Ich habe genau dahin geworfen, wo Dustin mir gesagt hat. Ah, Mist, ey. guter Biss. Ah, nee. Ich denke, vielleicht hat er nur einen Schwanz bekommen oder so. Was meinst du, wie tief da war? Nicht so tief. 3 Meter? Ja, also schon für so einen kleinen Fluss ja tief. Oh, ich auch. Ich hab's gesehen. Oh, Aber schon in der Mitte, oder? ja, schon relativ, also so an der Strömungskante direkt. Jetzt hatte ich auch einen Biss. Hab Becky noch gesagt, ey, da muss er stehen. Jetzt hatten wir beide da in der Nähe einen Biss. Ist doch mal ein gutes Zeichen, muss ich sagen. Oh, hier wieder ein Fisch weg. Also alles so kleiner. Ich merke schon, dass der lange so langsam nervös wird. Dem ist jetzt zu lange nichts passiert. Der ist nicht ganz so zufrieden mit dem Abschnitt, den wir uns hier rausgesucht haben. Irgendwie sieht er teilweise schon geil aus, aber man hat nicht so richtig das Gefühl, dass man hier effektiv angelt. Gefühlt jeder 5. Wurf oder so, denkt man sich nur, okay, der war jetzt ganz nice von der Bahn. Aber es sind noch echt viele dabei, wo man wegen der Strömung denkt, ja, Kackwurf. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich die Route so hoch halte und so den Swimmer animiere. Aber ich will dadurch, dass die Schnur nicht in die Strömung fällt, die hier vorne lang läuft und den Swimmer zur Seite zieht. Sieht komisch aus, ist aber effektiv.
So, das Licht geht total weg. Deswegen ändere ich jetzt nochmal die Farbe. Mal gucken, vielleicht kommt da noch einer. Ja, probiere ich es mal schockig. Kann vielleicht einen Unterschied machen. Wir werden es sehen. First Cast damit. Muss direkt liefern, sonst bringt es nichts. So, Kollege. Zeig, was du kannst. Fisch! Guter? Ja. Geil. Oh nein. Ich muss ihn aus dem Baum rauskriegen, deswegen muss ich ein bisschen mehr Druck machen. Scheiße. Ah, 80er vielleicht, Max. Ja, scheiße. Nein! Fuck. Ah, Mist. Aber der Köderwechsel scheint was gebracht zu haben. Schade. Unser erster Fisch, erster Biss, wirklich schöner Biss. Ja. Ah, ich muss ihn jetzt auch sehr hart rannehmen. Wegen dem Baum, sonst wäre hier in den Baum gegangen in der Strömung. Ah, so groß, der war auf jeden Fall kein Meter. Nein, aber trotzdem jetzt kein ganz schlechter. Nee, schöner Fisch. Vicky, du wirst runterspringen müssen und ihn greifen müssen. Ja, ich war schon kurz davor. Ja, nee, das war nicht möglich gerade. Muss ich leider sagen, war nicht möglich. Aber trotzdem, das macht doch schon mal Mut, oder? Ja, vielleicht werden sie jetzt aktiv. Vielleicht haben wir die ganze Zeit gar nichts falsch gemacht und die hatten einfach nur keinen Bock. Das kann sein. Ach, sowas Dummes, Alter. Wirklich? Ja, ich habe mir die Warthose zusammengerissen. Oh nee, an dem niedrigsten Zaun, den es hier in Irland gibt, gefühlt. Da wird morgen ein guter Tag. Ach Mann, ey. 12 Jahre hatte ich jetzt die Warthose. Die hat mich auf allen meinen Touren immer begleitet. War die 12 Jahre dicht? Ja, Geil. Also ich höre alle immer nur mal nicht dicht. das Ding hat 12 Jahre keine Probleme gemacht. 12 Jahre habe ich es geschafft, nicht an irgendeinem blöden Zaun hängen zu bleiben. Ach Mann, ey. Fahr nach Irland, haben sie gesagt. Das ist mein Tag heute. Glaubst du, Sekundenkleber geht? Weiß nicht, glaube ich nicht. Tesafilm. Kacke, Alter. Kaufst du dir morgen keine neue? Nee. Ich versuche die irgendwie zu flicken. So, Becky und ich laufen alleine zurück, holen das Auto. Markus hat es zerlegt, dem geht es nicht so gut. Wir sind nämlich zwischen zwei Brücken gelaufen und das Auto steht jetzt weit weg, 3 Kilometer, und die Brücke war nur 1 Kilometer entfernt, die andere. Da holen wir ihn gleich ab. Ja, hoffentlich hält er morgen noch durch, Becky. Ja. Und wir haben noch echt ordentlich was vor uns, ey. 2 Kilometer noch fast. Safe. Fisch! Ja, geil. Ich sag jetzt, ich weiß das, Becky. So geil, Alter. Schnell noch jeder einen Wurf gemacht auf dem Rückweg. Und beim ersten Wurf bei Dustin ist einer eingestiegen. Ja, könnte einen halben Meter haben. Maximum. Aber da ist er, John, der erste Hecht. Becky, wir haben nur einen Wurf gemacht. Markus, wir konnten leider nicht. Wir mussten es nochmal probieren. Der erste Hecht unserer Meter-Challenge vom Ufer. Da muss er noch ein bisschen wachsen für. Ja, aber der ist gar nicht so verkehrt. Nö, aber erste kleine Hecht. Der darf natürlich schnell zurück. Der muss noch ein bisschen wachsen. Er muss wachsen. So, jeder noch einen Wurf und dann geht's aber ab zum Auto. So sieht's aus. Ein allerletzten. Fisch. Und der nächste. Jetzt scheinen sie noch mal aktiv zu sein. Oh, Ja, noch eine Nummer kleiner. Aber der wollte ihn schon auch haben. krass, dass ich auch so kleine Spritzer so ein Schwimmbad holen. Schnell zurück. Ich glaube, habe ich zu Becky gerade schon gesagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind in der guten Beißzeit abgehauen. Uns ging es allen nicht so gut. Mir schlecht, Becky geht es auch nicht so gut. Markus ist krank. Dabei beißen die jetzt. Naja, egal. Ich glaube, wir müssen jetzt die Rückreise antreten, oder Becky? Ja, vielleicht noch einen Wurf irgendwo. Becky, denk dran. Wir müssen noch das Ding überqueren. Diesen Bach da. Ja. Im Hellen am besten. Aber ja, Becky hat schon recht. Wir will jetzt noch einen Wurf machen. Weil es beißt halt gerade. Und ich würde mich gerne entschneidern. Und Becky will sich entschneidern, ja. Also sagen wir so, dafür, dass wir jetzt hier einen halben Tag nur hatten, war das jetzt der dritte Fisch. Klar, der erste war der größte, der dann kurz vor den Füßen dann abgegangen ist. Dann noch 2 kleine. Ist doch schon mal ein guter Auftakt hier. Becky, komm, ich weiß, Becky will sich entschneidern, aber es wird richtig, richtig dunkel.
Komm, Becky, rapido. Nee, joggen nicht. Müssen die Zeit wieder rausholen, die Mütze. Joggen, hör auf. Oh Mann. Hey, jetzt sind wir hier, wo wir nicht hin wollten. Becky, Aber wir müssen hier rüber. wir müssen leider hier rüber. Boah, ist das rutschig. Also auf, dass nichts passiert. Ist das so scheiße? Ja. Ja, ist geschafft. So, schnell zum Auto. Mittlerweile ist es dunkel draußen. Aber jetzt müssen wir Markus abholen. Der steht wahrscheinlich an der Brücke und da werden schon Autos angehalten, ob es ihm gut geht. Hoffentlich hat den keiner mitgenommen, unseren Markus. Da ist er, da steht er. Es geht ab. Brauchen Sie ein Taxi? Ja, gerne. Markus lebt noch, das ist das Wichtige. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob dich nicht irgendein Ire mitgenommen hat. Ich habe hier einen Typen getroffen, noch einen Ire. Wirklich? Der hat die ganze Zeit mit mir gequatscht. Und da hätte ich jetzt mir aber ein bisschen Sorgen gemacht hier. So einer kommt nachts im Dunkeln. Wie war es bei euch? Ich muss sagen, der Rückweg war sehr anstrengend, aber hast du auch gesehen, wie die plötzlich über die Fische gestiegen sind? Nee, bei mir nicht. Und wir dachten so, ey, Weißzeit, haben 5 Würfe gemacht, 2 Fische gefangen. Echt jetzt? Ja. Also nicht groß, aber 2 Fische haben wir noch gefangen. Ja. Nach diesem 10 Tag haben wir uns ein gutes Abendessen gegönnt und als wir fertig waren, wurden wir direkt von einem schon leicht angetrunkenen Iren angesprochen. Wir haben hier jemanden aus Irland getroffen, aus Dublin. You are from Dublin, right? Yes. What's the name of your channel, bro? First Cast TV. First Cast. Was First Cast. Yeah, what's your name? Robert. Robert. Subscribe. Nice. 100%. I really Nice, appreciate it. No. How old are you? I'm 35. Again? 35. 35. Ah, ja. 35. Aha. See? 40. 40? Old. I'm old. I'm a grandpa. Oh, you look good. You look very good, bro. Thank you. That's Thank you. crazy. Ah, das ist gut, balsam für die Seele. Unser irischer Freund hat uns dann noch einiges von Schweden und der Vogelgrippe erzählt und bestand dann auch noch darauf, dass wir mit in den Pub kommen. Nach den Komplimenten, die er mir gemacht hat, konnten wir natürlich nicht Nein sagen. You work here? Let's go. So, wir wurden jetzt ins Pub entführt und müssen ein Bier mit dem Einheimischen hier trinken. Dustin zieht schon die Jacke aus, also ja, wir trinken Bierchen hier. I take this. Karlsberger. Carlsberg. It's on me. Carlsberg. Achtung. For you too. Michael. Cheers. Ach, zum Glück gibt es hier deutsches Bier. Dustin ist hier fleißig am Connecten. Der ist hier schon gleich im ganzen Dorf bekannt, wenn er so weitermacht. So, jetzt ist gerade die nächste Runde gekommen, noch ein Whisky. Haben wir alles nicht bestellt, aber wir können es auch nicht verweigern. Von daher, Markus. Boah, lecker. Also wir sind jetzt hier vom Auto zum Essen in die Bar, in der Bar gelandet. Ich habe hier Mick und Robert getroffen. Nach ein paar Bier habe ich Mick versprochen, Werbung zu machen für seine Boote. Er restauriert Boote, macht neue Boote, kosten nicht viel. Wir packen die Videobeschreibung hier hin. What's the name of your brand? What's the name of the boats? Makura Makara. It means it's an old Irish traditional boat of the west of Ireland. Ja? My friend, my boat. It's in English. It means this. Mein Freund, das Boot. Ja. Also, für alle die das mal nachchecken wollen oder nicht verstanden haben, was er gesagt hat, so wie ich die ganze Zeit, die gucken hier in die Videobeschreibung. Hey, wir sehen uns morgen mit großen Hechten hoffentlich. Jetzt sagen wir erstmal gute Nacht. Ciao. Cheers, Robert. Cheers, boys. Let's go. So, neuer Tag, neues Glück, Becky. Guten Morgen. Sah vielleicht so aus, als ob wir lange im Pub waren, waren wir aber nicht. Wir sind tatsächlich sehr diszipliniert zurückgegangen, weil unsere Mission Meter Hecht muss irgendwie klappen. Ja. Direkt hier am Airbnb ist ein Spot. Da gehen wir jetzt mal hin, weil da ist alles Hochwasser hier. Kommen wieder zur besten Zeit, aber da ist so ein kleiner Pool, wo sich das Wasser dreht und da steht hoffentlich der Meter. Ja, nimmst du den Schlüssel? Warum? Weiß ich nicht. Gibst du immer gerne Verantwortung ab? Ne? Ja. Ja? Kannst du heute mal machen. Oh Mann, ey. Unser Airbnb liegt schon ganz geil. Da oben ist unser Fenster und hier Becky, direkt das Wasser. Becky, Ja? lass mal hier bei das Backwater kurz abangeln. Du links, ich rechts. Komm, wir können ja mal kurz... Ach, Halleluja. Das fängt ja schon alles gut an hier. Boah, sieht das gut hier aus eigentlich. Guck mal, dieses kleine Ding hier. Ja, das ist perfekt. Die Strömung geht da vorne entlang. Perfekt. Ist es. Nix. Nicht war es hier, Becky. So.
Do not enter, area flooded. Aber hier ist nichts überflutet, Jungs und Mädels. Ach so. Nee. Doch? Nee. Oh. Wir hätten, glaube ich, auch einfach außen rumgehen können. Ja. Ich gehe lieber hier lang. Sieht schon geil aus hier. Wäre schon richtig stark, wenn wir direkt neben unserem Airbnb Fische fangen könnten. Guck mal, wie krass das hier eigentlich nach rechts aussieht, oder? Schade, das sah eigentlich gut aus. Ja. Erster Spot war leider nichts. Dabei sah so großfischmäßig aus, ne? Ja, sieht schon gut aus, aber halt auch echt eine große Fläche, wo die Fische sich hinstellen könnten. Jetzt geht's erstmal zum Auto und dann mal Google Maps checken, Ja, wo es als nächstes hingeht. ja, absolut. Challenge accepted, ihr blöden Hechte. Wir kriegen euch noch. Ja, ein großer muss heute kommen. You've been here yesterday as well, right? Yes. Did you catch something? Yeah, we could, yeah. Jetzt haben wir hier ein paar Iren und Franzosen getroffen, sind auch beides Follower. Und die geben uns gerade den einen oder anderen Tipp. Die haben gestern bis über 1 Meter gefangen. Vielleicht können wir hier den einen oder anderen guten Spot abgreifen. Wäre geil. Ihr seht's, immer gut hier mit Leuten zu sprechen. Wir haben direkt einen Spot abgegriffen. Vielen Dank an die Jungs. Ihr könnt mal bei Instagram bei den Jungs vorbeigucken. Packen wir euch in die Videobeschreibung. Thank you guys. You're welcome. It was Nice, really, very nice, nice was meeting really you. nice meeting you. Good luck for Good the luck challenge. for the Yes. Yes, you too, Catch guys. some big ones. Okay, cool. Nochmal 2, 3 Spots abgegriffen. Wirklich richtig nette Franzosen. Mega. Und vor allem das Coole ist, es ist auch schön zu sehen, dass die Leute auch außerhalb von Deutschland unseren Content konsumieren. Ja, richtig geil. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt geht's raus hier, aber es ist alles überschwemmt. Ich glaube, wir brauchen einen ganz neuen Plan. Plan B. Das sieht nicht gut aus. Aber wo ist denn jetzt der Autoschlüssel da? Könntest du mal bitte aufmachen? Hä? Könntest du mal bitte aufmachen? Ja, ich hole doch gerade den Autoschlüssel, du kleiner. Ich jetzt nicht so Unmut. So, jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich habe gestern meine Badhose kaputt gemacht. Ich habe es aber heute Nacht geflickt. Mal schauen, ob mein Flicken hält. Sekundenkleber. Weil jetzt muss ich unter Wasser gehen. Ich hoffe es, ey. Wenn nicht, wird's eklig. Ich glaube, das wird nix. Nee, mit ein bisschen Pech nicht. Boah, ich glaube, meine Hose ist nicht dicht. Ihr seht, normalerweise geht der Fluss hier lang. Klein. Ihr seht nicht mal das Ende da so überschwemmt ist das. Das sieht aus, als ob hier nochmal ein neuer See wäre. Das bringt nichts. Abbruch. Wir müssen uns ein anderes Gewässer suchen. Vielen Dank an den Franzosen, der uns den Spot gegeben hat. Aber der hat natürlich, war nicht hier und weiß natürlich nicht, wie das Wasser aussieht. Sieht so aus, als ob man nicht angeln kann. Tja, alle Spots, die wir uns im Vorfeld über Google Maps gesucht haben oder die uns die Franzosen genannt haben, waren leider überflutet. Somit mussten wir etwas Neues suchen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall keine Strömung. Petri Heilwecki. Wünsche ich dir auch. Fang einen großen. Von mir aus auch 2. Hauptsache du fängst einen großen. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl hier. Das sieht schon nicht verkehrt aus. Schauen wir mal. Fisch! Jetzt habe ich einen. Close to a meter. Wirklich ganz knapp. Nur dran vorbei. Aber es ist ein Fisch. Der erste für heute. Ein Löwe. Danke für den kleinen süßen Biss. Oh. Auf den Swimmy gewechselt, direkt einen Fisch bekommen. Wenn man das positiv sehen will, dann kann man sagen, sie beißen. Von unserem Meter sind wir noch eine Weile weg. Erster Fisch des Tages. Der halbe Tag ist aber auch schon wieder rum. Aber vielleicht war das jetzt der Anfang von was ganz, ganz Großem. Ah, da war der nächste Fisch. Ah, leave it. Ah, jetzt hatte ich den nächsten Biss. Der hat sich ein bisschen besser angefühlt, aber ihr wisst alle, die man nicht kriegt, sind immer die größten. Aber gut, also kann jetzt nicht so schwer sein, ein bisschen besser zu sein als den ich gerade gefangen habe. Kommt da vor uns eine fette Regenfront? Ja. Ja. Unglaublich, was das hier für ein Wetter ist. Erst Sonne, alles geil, kein Wind, jetzt Sturm und Regen. Seitdem wir hier sind,
geht's uns so. Wechselt alle 3 Sekunden das Wetter, gefühlt. Jetzt kommt der Regen auch wieder. Und irgendwie weiß ich nicht, ob wir hier noch länger bleiben sollten. Dustin hat zwar den kleinen Fisch gefangen, aber irgendwie auch hier echt eine große Wasserfläche ohne Anhaltspunkte. Mann. Da muss doch mal irgendwo jetzt ein schöner Hecht rumstehen. Das schmeckt schon wieder gar nicht, 1,5 Tage nichts fangen. Fahr nach Irland, haben sie gesagt. Wenn das passiert, dass ich mich beim Angeln hinsetze, dann ist es zäh. Zu einem kleinen Päuschen sage ich nicht nein, wa? Ihr seht es an unserer Körpersprache schon, wir sind kurz vorm Verzweifeln. Aber jetzt kommt der Last Cast. Last Cast. Und dann werden wir wohl zu einem Fluss fahren, der nicht so sehr von dem Hochwasser betroffen ist. Let's go, next spot. Der vielleicht letzte Spot, die Motivation, ist im Keller. Doch die Hoffnung besteht, noch irgendwie das Blatt zu wenden. Let's go, guys. Das Backwater sieht tatsächlich ziemlich geil aus. Oh, Biss! Ich habe mir gerade noch gedacht, das Wasser ist hier richtig schön ruhig. Und da hat sich gerade eben ein Hecht meinen Köder geschnappt, ist aber nicht hängen geblieben. Hätte uns aber, glaube ich, bei unserer Meter-Challenge auch nicht viel gebracht. Er kommt nochmal, oder? Vielleicht. Wenn es jetzt hier nicht klappt, dann geben wir auf. Es geht jetzt so an die letzte Stunde, ne? Sie? Ich mache jetzt alles oder nichts. Wichtig, dass alles 100% ist. Also die Haken sind immer noch scharf, aber eine Flunke ist ganz bisschen umgebogen. Ich glaube, keine Ahnung, wie das passiert ist. Würde noch alles haken vermutlich, aber wenn dieser eine Biss kommt und man den nicht verwandelt und das der Meter wäre, haben wir erstens die Challenge verloren und man würde sich bis zu seinem Lebensende deswegen ärgern. Ja, vermutlich wirklich. Ich bin müde, Jungs. Ich auch. So, und wo kommt man jetzt hier rüber? Boah. Boah. Ich bin abgeschmiert, mit ein bisschen Pech auch. Alles hinten reingelaufen, ich spüre es gerade noch nicht. Oh, was eine Scheiße, ey. Oh, das ist kacke. Das muss jetzt noch passieren. Bin ich hinten nass, Markus? Unsere 2 Tage in Irland sind fast zu Ende und wenn ihr Vecchi fragen würdet, was zu einem guten Angeltag gehört, na klar, eine gute lange Pause. Markus hat die Chance genutzt und sich seine Route geschnappt. Fisch. Nicht dein Ernst. Oh, schöner, oder? Was passiert das denn? Markus hat sich gerade die Route geschnappt. Und das, was wir in wie viel Stunden nicht geschafft haben? 1,5 Tagen? Nicht reinfassen. Ist aber kein Meter leider. Ah, ein schöner, fetter Fisch. Oh, ist das eine Maschine. Markus, Geil. ich sag dir eine Sache. Wenn er über 2,92 ist, gehst du schwimmen. Das ist er zum Glück nicht. Bin ich mir relativ sicher. Das werden wir mal sehen. Bin happy. Hol mal Zange und Dings. So, Markus, gucken wir mal hier. Den größten Fisch des Trips gefangen hast bis jetzt. So. Wie viel hat er? 80. Ja. 80. Zum Glück nicht mein PB. Aber wunderschöner Fisch, Markus. Glückwunsch. Ja, lass ihn doch gleich frei, oder? Der Abhauen kommt da hier raus.
Ciao. Petri! Glückwunsch! Ey, wie so oft. Markus nimmt einmal die Route in der Hand. Boom. Jetzt fehlt noch der Meter. Fehlt noch der Meter. Also. Ich leg los. Oh, Fischer! Weg! Scheiße! Guter Biss, Alter. Boah! Markus hat gerade einen Fisch gefangen. Ich mache einen Wurf danach und habe einen richtig guten Biss bekommen. Der ist aber leider nicht hängen geblieben. Wie kann das sein, Alter? Boah, was ist ein geiler Biss, ey. Beim Absinken, oder? Ja, ich habe ein bisschen absinken lassen. Oh, das ist immer das Geilste. Oh Mann, ärgert mich, dass das jetzt nicht hängen geblieben Ja, er kommt nochmal. Das ist krass, wir haben jetzt bestimmt eine halbe Stunde an dem Spot geangelt, bis Markus den ersten Fisch gefangen hat und ich jetzt direkt noch einen Biss bekommen Ja, habe. wie gestern, ne? So, ist eine ganz klare Beißzeit-Geschichte. Das hätte ein Meter sein können. Ja. Das hätte unsere Challenge sein können. Du hast meinen Hacken vielleicht stumpf gemacht, Markus. Das war's an dem Spot. Jetzt geht's langsam Richtung Auto. Ist vielleicht noch so 20 Minuten hell. Echt schade, ey. Der eine Biss, den ich hatte, der war so gut. Hätte ich schon gern verwandelt. Schon wieder irgendwie nicht so ganz mein Trip bis jetzt. Tja, Jungens, haben wir ein bisschen verkackt. Außer Markus. So, wir legen die Routen nieder, hast du gesagt. Ja. Wir hören auf zu angeln. Wir gehen mit gesenkten Köpfen geschlagen nach Hause. Weil wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht mehr annähernd geschafft. Also wir beide. Markus war noch am nächsten dran. Ja, wir haben es nicht mehr annähernd geschafft, den Meter vom Ufer zu fangen. Ich habe nicht Markus? mal geschafft, überhaupt irgendwas zu fangen. Ja gut, bei mir war. Ach doch, ich habe ja gestern gefangen, aber heute war es bei mir auch nicht berauschend. Es wäre möglich gewesen, es ist möglich, wir wissen es, aber es hat leider nicht geklappt. Wir hoffen aber, euch hat die Folge gefallen. Lasst mal ein Like für Markus da, ne? Der hat in 5 Minuten mal wieder gezeigt, was er kann. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Eine Scheiße, Alter! Das war der Abschluss von Irland, war schon richtig hart, Ja, muss man sagen.